Hast du jemals darüber nachgedacht, was Musik wirklich ist? Ist es nur eine Ansammlung von Noten, Rhythmen und Texten? Oder könnte es vielleicht viel mehr sein? Könnte Musik tatsächlich die Fähigkeit haben, unseren Geist zu beeinflussen und sogar unser Bewusstsein zu erweitern? Und was wäre, wenn die Energie und Emotion des Künstlers wie ein Virus sich auf uns übertragen lässt und uns in eine völlig neue Dimension des Seins führt? Bist du bereit, mit mir diese Grenzen zu durchbrechen und eine neue Welt zu entdecken, in der Musik mehr ist als nur ein angenehmer Klang? In diesem Video werden wir gemeinsam in das Echo des Bewusstseins eintauchen und erforschen, wie Musik unseren Geist beeinflusst. Hi, mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher und in diesem Video möchte ich mit dir einen Erfahrungsbericht teilen, wo ich dir zeigen möchte, was da passiert ist und wie Musik, was Musik eigentlich wirklich für eine Auswirkung auf unseren Bewusstseinszustand hat. Es wird also sehr, sehr spannend und ich bin heute hier im kleinen Tonstudio, wo ich eben gerade ein neues Musikstück produziere. Und wie du siehst, es gibt ein paar neue Instrumente. Das heißt, die nächsten Meditationen, die ich mache, werden sehr, sehr intensiv. Und mein Ziel ist es immer, Klänge zu produzieren, die noch nie jemand gehört hat, Geschichten damit zu erzählen und den Bewusstseinszustand damit zu verändern. Das ist ja das, was ich eigentlich bezwecke mit meiner gesamten Arbeit, ob es mein Buch ist oder ob es meine Videos sind oder meine Meditation in der Brainwave 3D App, geht alles darauf hinaus, den Bewusstseinszustand zu verändern, um dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Und dazu starten wir heute mit einer ganz besonderen Reise. Ja? Und zwar ist es eine Reise in Frequenzen. Ja? Diese Reise lässt sich schwer mit Kilometern messen, sondern mehr in Schwingungen und eben in Frequenzen. Du weißt sicher selber, dass es manche Lieder gibt, die dich in eine gewisse Schwingung versetzen, wo du dich gut fühlst. Und bei manchen Liedern, wenn du sie hörst, dann fühlst du dich irgendwie schlecht oder Depri und so weiter. Ja? Und ähm, jeder kann darüber, glaube ich, ein Lied singen. Und es gibt viele Studien, wo schon gezeigt wurde, dass Musik, wenn man sie zum Beispiel in so Wasser lässt, wie es das Wasser verändert, wie das Wasser die Frequenzen verändert. Somit ist hinter der Musik eigentlich eine eigene geheime Welt, die aus meiner Sicht noch nicht ganz enthüllt wurde. Und ich möchte mit meiner Arbeit auch einen Teil dazu beitragen. Und dazu möchte ich dir jetzt gleich über meine Erfahrung sprechen, die ich gemacht habe zu diesem Thema. Ja. Wie du vielleicht weißt, mache ich viel außerkörperliche Erfahrungen, luzide Träume, erweiterte Bewusstseinszustände, Seelenreisen und so weiter. Und es geschieht sehr oft bei mir, dass ich etwas erlebe, was mein Bewusstsein erweitert. Das liegt wohl bei mir im Feld, weil ich mich den ganzen Tag damit beschäftige. Auf jeden Fall ist da Folgendes passiert und das war sehr, sehr spannend. Mein Bewusstseinszustand hat sich verändert. Ich möchte jetzt nicht die ganze Story erzählen, das würde den Rahmen dieses Videos auf jeden Fall sprengen, aber auf jeden Fall hat sich mein Zustand verändert und ich durfte in so eine Art Vogelperspektive gehen und durfte sehen, was da eigentlich passiert. Ja. In diesem Zustand war es so, dass ich eine Musik gehört habe über Spotify und ich durfte sehen, in welchem Zustand, in welchem Bewusstseinszustand der Produzent beim Produzieren dieser Musik war. Und dann habe ich gesehen, wie dieser Zustand das ist wie ein Imprint, ja, wie dieser Zustand sich überträgt auf dieses Musikstück. Und dann durfte ich im nächsten Schritt sehen, alle, die
dieses Lied gehört haben, wie sich dieser Zustand überträgt auf die Hörer. Ja? Das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, wie man das Ganze verstehen soll. Ich versuche das so zu erklären, dass wenn du nimmst einen Finger, ja, dieser Finger ist dein Zustand, ja, und du produzierst in deinem Zustand etwas und das materialisierst du, in dem Fall zum Beispiel als Musikstück oder als Buch oder was auch immer. Und ein anderer hört dieses Musikstück, dann legt er seinen Bewusstseinszustand auf deinen drauf. Und da jeder einen eigenen Zustand hat, ein eigenes Filtersystem, verschränken sich diese zwei miteinander und bilden eine Art neuen Bewusstseinszustand. Ja? Und dann hört noch ein anderer und dann kommt so eine Art Gitternetz drüber und dann noch ein Gitternetz und noch ein Gitternetz und so weiter. Und das ist wie so ein Samen, den der Creator, der Künstler in die Welt sät, und andere, die das hören, interpretieren dieses Stück durch ihre eigene Wahrnehmung, durch ihre eigenen Gefühle und projizieren auf dieses Musikstück eine Art Energie. Ja? Und diese Energie wird, wenn mehr Leute das hören, wie so ein Feuer entfacht zu einem Waldbrand. Ja? Und je nachdem, in welchem Zustand der Künstler war, überträgt sich dieser Zustand auf die anderen. Das wird multipliziert durch den Resonanzeffekt der anderen Leute und deren Zustand. Und schlussendlich entsteht daraus ein anderer Zustand. Ja, als anderes Beispiel, um das noch ein bisschen plastischer zu machen: Stell dir vor, du schreibst ein Buch und du bist gerade sehr depressiv und dieses Buch handelt auch um eine Geschichte, die dementsprechend ist. Ja? Und auch, oder anders ist, wie auch immer, auf jeden Fall wird, wenn jemand das Buch liest, wird man zwischen den Zeilen spüren, dass du, während du das Buch geschrieben hast, nicht so gut drauf warst. Ja? Und umgekehrt, wenn du sehr, sehr gut drauf bist und sehr glücklich bist, dann ist es so, dass man zwischen den Zeilen liest und spürt, dass der Autor sehr, sehr gut drauf war. Ja? Das wird dir erst bewusst, wenn du das weißt und wenn du dir dessen bewusst bist. Ja? Dann kannst du darauf in Zukunft einfach mehr achten, ob das beim Musikhören ist, ob das beim Anschauen dieses Videos ist oder ob das beim was auch immer ist, wirst du merken, wie das auch mit übertragen wird. Denn wir Menschen haben einen sechsten Sinn und wir arbeiten mit diesem sechsten Sinn und wir spüren, wenn zwei Menschen gestritten haben und du kommst in dieses Zimmer hinein, spüren wir, dass da irgendwas Dickes in der Luft liegt. Ja? Und das gilt nicht nur so, wenn Leute gestritten haben, sondern das gilt für alles im Leben. Das heißt, das ist eines der Essenzen aus meinem Buch. Da wird sehr viel drüber geredet und da geht es als Kernessenz darum, dass alles auf dieser Welt ein Bewusstseinszustand ist, dass alles in einem Zustand sich befindet und dass dieser Zustand eigentlich der Schlüssel für alles ist. Das heißt, wenn dein Zustand super, super mega ist, dann wirst du merken, wie deine ganze Welt super mega toll wird. Und wenn dein Zustand schlecht ist, dann wirst du merken, wie du jeden Tag immer schlechtere Tage hast und wie alles um dich herum dich deprimiert. Ja? Und deswegen ist mir einfach wichtig zu sagen, dass diese Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich die einfach teile mit dir, damit du einfach in deinem Leben bewusster mit diesem Thema umgehst, bewusster Musik hörst, bewusster durch die Straße läufst, bewusster dir die Zeit deiner Mitmenschen aussuchst, weil das Lustige, was nämlich war, als ich dieses Lied gehört habe, ich habe nämlich gehört oder beziehungsweise gesehen in dieser Vision, wie sehr viele Menschen also so tanzen wie bei Aesthetic Dance. Und habe dann recherchiert über diesen Produzenten, über diesen Musikproduzenten, was der so macht, und habe dann gesehen, dass der hauptsächlich DJ ist für Aesthetic Dance Musik. Und das hat bei mir so diesen Schalter umgeworfen, so wow, okay, ich sehe Bilder, wo Menschen tanzen und Aesthetic Dance Bewegungen machen, und dann recherchiere ich, und dieses Lied war tatsächlich ein Aesthetic Dance Lied, womit sich der Produzent tatsächlich beschäftigt und dafür seine Lieder produziert. Ja, das war für mich so ein wow, hier hast du den Beweis und das funktioniert tatsächlich, und das ist eines der Gründe, warum ich dieses Video unbedingt mit dir teilen wollte, beziehungsweise diese Information mit dir
teilen wollte. Das heißt, ab jetzt heißt es für dich, achte in Zukunft, was du hörst, achte in Zukunft, was du liest und werde dir dessen einfach bewusster und beobachte, mit welchen Menschen du dich umgibst und was es mit dir macht, wie es deinen Bewusstseinszustand verändert. Und ähm, ja, wie du weißt, ich beschäftige mich ja selber sehr intensiv mit Musik und für mich ist Musik eines der wichtigsten Sachen im Leben, weil Musik ist, was ich da auch sozusagen bestätigt bekommen habe, der Überträger des Bewusstseinszustandes, was der Grund ist, warum ich selber Musik, Meditationsmusik, Hypnosen produziere und Meditationen und eine eigene App dafür habe, weil mein Zustand ist ein Zustand, wo ich selber sehr oft in erweiterte Bewusstseinszustände komme und aus diesen Zuständen heraus produziere ich sehr oft auch ähm, die Musik und die ganzen Tracks und die Frequenzen dahinter. Ja? Und wofür Brainwave 3D bekannt ist am gesamten Meditationsmarkt, ist, dass wenn man meine Tracks hört, dass man sehr oft erweiterte Bewusstseinszustände erlebt. Ja? Weil ich kriege einfach sehr, sehr viel Feedback, also tagtäglich. Und das ist einfach auch der Beweis dafür, dass es tatsächlich funktioniert, weil wenn man normale Meditationsmusik hört oder einfach nur Meditationen, passiert in der Regel nicht viel. Und deswegen, wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte mein Bewusstsein erweitern, ich möchte andere Zustände erleben, ich möchte mich erinnern, wer ich bin, von wo ich komme, dann empfehle ich dir einfach die Brainwave 3D App. Du kannst sie 7 Tage lang kostenlos testen und lass dich dann einfach überraschen, was es mit dir macht und was passiert, wenn du die jeweiligen Frequenzen hörst. Heute ist auch übrigens die Beyond Illusion rausgekommen, eine tolle Frequenz, die ich auch aus einem erweiterten Bewusstseinszustand produziert habe. Und wenn du sie länger hörst, dann wirst du auch merken, wie du in einen anderen Bewusstseinszustand kommst. Ja. Die ist übrigens auch schon mit diesen neuen Instrumenten gemacht, also lass dich überraschen von dieser neuen Art der Musik. Ja. In dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und schreib mir bitte noch in den Kommentaren hinein, ob du auch so ähnliche Erfahrungen gemacht hast, was dieses Thema angeht oder nicht, und was deine Meinung dazu ist, und lass mir ein Like da, wenn du der Meinung bist, diese Art von Videos, die das Bewusstsein erweitern können, anderen Menschen helfen, und teile das Video an deine Freunde. Und ich freue mich sehr, dich dann im nächsten Video wieder zu sehen. Bis dahin alles Gute und bis bald.